Manche Gedanken sind wie alte Melodien. Du erinnerst dich nicht, woher sie kamen, aber du kennst jede Note. Und manchmal klingen sie in dir, obwohl du längst weitergegangen bist. Kennst du dieses leise Gefühl, als würde in dir etwas entscheiden, das gar nicht dir gehört? Als würde ein Echo dein Leben lenken, das du nie selbst gerufen hast? In diesem Video gehen wir diesen Stimmen nach. Ich zeige dir 14 innere Überzeugungen, die tief in uns wirken, obwohl sie oft aus einer Zeit stammen, in der wir kaum verstanden haben, was uns da geprägt hat. Und ich zeige dir, wie du sie erkennen, entlassen und durch etwas Echtes ersetzen kannst. Deine eigene innere Wahrheit. Denn manchmal ist es nur ein einziger Satz, der unser ganzes Leben färbt. Und manchmal reicht genau dieser eine Moment, um zu sagen, jetzt schreibe ich neu. Vielleicht kennst du dieses Gefühl. Du hast eigentlich alles im Griff. Du funktionierst. Du gibst dein Bestes. Und doch ist da etwas in dir, das sich klein anfühlt. Unsicher. Zweifelnd. Vielleicht spürst du manchmal, dass du dich zurücknimmst, bevor du überhaupt sagst, was du denkst. Oder dass du dich entschuldigst für deine Tränen, für deine Wünsche, für deine Art zu sein. Viele Menschen tragen ein inneres Echo in sich. Ein Echo von Stimmen, Blicken, unausgesprochenen Erwartungen. Nicht laut, nicht dramatisch, aber stetig und tief. Es sind nicht nur Erinnerungen, es sind gespeicherte Urteile, wie alte Tonspuren, die sich immer wieder abspielen, sobald du neue Wege gehen willst. Und oft wissen wir nicht, woher das kommt. Nur, dass es sich anfühlt wie eine unsichtbare Handbremse. Ein leises Flüstern im Kopf. Du darfst das nicht. Das steht dir nicht zu. Du bist nicht gut genug. Diese Sätze formen sich meist in unserer Kindheit, in Momenten, in denen wir etwas spüren, aber niemand da ist, der es auffängt. Sie entstehen aus Blicken, aus Schweigen, aus der Art, wie Erwachsene uns begegnet sind oder eben nicht. Ein einziges Erlebnis, nicht gesehen zu werden, nicht ernst genommen, nicht gefragt, kann ausreichen, um sich tief in unser Inneres einzugraben. Aber für viele Menschen war es nicht nur ein Erlebnis. Es waren Wiederholungen, jahrelange Muster, Strukturen, die sich wie ein unsichtbarer Teppich durch die ganze Kindheit zogen. Es waren Momente, in denen man gelernt hat, sich zurückzunehmen, um nicht noch mehr Schmerz zu fühlen. Manche wuchsen auf in Häusern voller Stimmen, aber ohne echte Gespräche. In Familien, wo es Regeln gab, aber keine Nähe. Oder in Verhältnissen, in denen Kontrolle, emotionale Kälte, Gewalt oder ständiger Stress so selbstverständlich waren, dass man es gar nicht mehr hinterfragte. Wenn du in so einem Umfeld groß wirst, verinnerlichst du etwas Grundsätzliches. Ich bin allein. Ich bin falsch. Ich bin zu viel. Oder nicht genug. Und Kinder sehen die Welt anders. Sie können noch nicht begreifen, dass Erwachsene mit sich selbst kämpfen. Ein Kind denkt nicht, Mama ist traurig, weil sie selbst eine schwere Kindheit hatte. Ein Kind denkt, Mama ist traurig, also muss ich etwas falsch gemacht haben. Wenn niemand kommt, wenn du weinst, denkst du nicht, sie wissen nicht, wie man mit Gefühlen umgeht. Du denkst, ich bin nicht wichtig. Ein Kind stellt sich nicht ins Zentrum der Welt, weil es sich für besonders hält, sondern weil es keine andere Möglichkeit kennt.
Es nimmt alles persönlich, weil es noch nicht begreifen kann, dass andere Menschen eigene Geschichten tragen, eigene Schmerzen, eigene Grenzen. Wenn Mama schreit, fühlt sich das Kind schuldig. Wenn Papa schweigt, glaubt es, es sei zu anstrengend. Es kann nicht erkennen, dass Erwachsene oft überfordert sind, mit sich selbst kämpfen oder innerlich abwesend sind. Also sucht es den Fehler bei sich. Das ist kein Ausdruck von Egoismus, sondern von kindlichem Schutzdenken. Es ist ein verzweifelter Versuch, das Unbegreifliche irgendwie fassbar zu machen. Denn was ich verstehen kann, das kann ich vielleicht auch beeinflussen. Und was ich beeinflussen kann, macht weniger Angst. So beginnt ein Kind, Zusammenhänge zu deuten, wo keine sind, und übernimmt Verantwortung für das Verhalten anderer. Es ist ein innerer Mechanismus, der Orientierung geben soll, aber oft zu tief sitzenden, falschen Überzeugungen führt. Und so entstehen Überzeugungen, die aus kindlicher Sicht absolut logisch erscheinen, aber tief in unser Erwachsenenleben hineinwirken. Sie beeinflussen unsere Beziehungen, unsere Selbstwahrnehmung, unsere Entscheidungen. Diese alten Gedanken begleiten dich wie ein vertrauter Schatten. Nicht, weil sie wahr sind, sondern weil du sie schon so lange kennst. Sie treten immer dann in dein Leben, wenn du losgehen willst. Und obwohl du längst weiter bist, folgen sie dir wie ein Echo, das nie gefragt hat, ob es bleiben darf. Diese Sätze lenken dich nicht, weil sie wahr sind, sondern weil sie vertraut sind. Ich zeige dir jetzt 14 typische Glaubenssätze und neue Sichtweisen. Nummer 1. Ich muss etwas leisten, um geliebt zu werden. Ein Mensch auf Zehenspitzen, immer in Bewegung, aus Angst sonst übersehen zu werden. Vielleicht hast du früh gelernt, dass Lob, Nähe oder Zuwendung nur dann kamen, wenn du gut warst, wenn du funktioniert hast, wenn du Erwartungen erfüllt hast. Und so hast du verinnerlicht: Mein Wert hängt von meiner Leistung ab. Du hast dir Zuneigung erarbeitet, anstatt sie zu erleben. Und irgendwann bist du so sehr in die Rolle hineingewachsen, dass du vergessen hast, wer du ohne sie bist. Doch dein Wert ist nicht verhandelbar. Er beginnt nicht bei deinem Tun, sondern bei deinem Sein. Du darfst dich lieben, auch wenn du mal nichts gibst. Du bist genug, auch in der Stille. Nummer 2. Ich darf keine Fehler machen. Ein Mensch, der sich selbst zurückhält, aus Angst gesehen zu werden, wenn es nicht perfekt ist. Vielleicht hast du erlebt, dass Fehler nicht als Teil des Lebens gesehen wurden, sondern als Makel. Vielleicht wurdest du kritisiert, belächelt, ignoriert. Und so hast du begonnen, dich anzupassen, abzusichern, dich nicht zu zeigen, wenn du nicht sicher warst, dass es richtig ist. Aber das Leben ist keine Prüfung. Es ist ein Weg voller Lernschleifen. Fehler sind nicht gefährlich. Sie sind ehrlich. Sie zeigen, dass du dich bewegst, dass du wächst. Du darfst dir erlauben, zu irren und dich dennoch anzunehmen, gerade dann. Nummer 3. Ich bin nicht wichtig. Ein Mensch, der für alle da ist, aber sich selbst nie fragt, wie es ihm geht. Vielleicht hast du gelernt, dich hinten anzustellen, zu warten, zu verzichten, weil andere lauter waren, fordernder, bedürftiger. Vielleicht hast du nie erlebt, wie es sich anfühlt, im Mittelpunkt zu stehen, ohne etwas leisten zu müssen. Und so wächst in dir die stille Überzeugung,
Ich bin nicht so wichtig wie andere. Meine Gefühle sind zweitrangig. Doch das stimmt nicht. Du bist wichtig. Nicht mehr, nicht weniger als andere. Deine Wahrheit zählt. Du darfst anfangen, dich selbst ernst zu nehmen. Das ist kein Egoismus. Das ist Würde. Nummer 4. Ich muss stark sein. Immer. Ein Mensch, der alles trägt, aber sich selbst nie anlehnen darf. Vielleicht hast du früh Verantwortung übernommen. Für andere. Für Stimmungen. Für Ordnung. Und irgendwann wurdest du so gut im Aushalten, dass niemand mehr fragte, wie es dir geht. Du hast gelernt, Schwäche ist gefährlich. Gefühle zeigen macht angreifbar. Also funktionierst du. Zuverlässig, still, unermüdlich. Doch dein Herz sehnt sich nach Weichheit, nach gehalten werden. Stärke bedeutet nicht immer zu können. Stärke bedeutet, ehrlich zu sein. Auch mit dem, was weh tut. Nummer 5. Ich bin nicht genug. Ein Mensch, der ständig vergleicht und sich selbst dabei verliert. Vielleicht wurdest du oft kritisiert oder mit anderen verglichen. Vielleicht hattest du das Gefühl, nie ganz zu genügen. Nicht schön genug, nicht klug genug, nicht ruhig genug. Und so hast du begonnen, dich anzupassen, zu optimieren, zu verbiegen. Doch genug ist kein Zustand, den man erreichen muss. Es ist ein inneres Ankommen in dem, was du jetzt bist, mit all deinen Kanten und Fragen. Du bist nicht unvollständig. Du bist echt. Und das ist genug. Nummer 6. Andere wissen es besser als ich. Ein Mensch, der seine eigene Stimme kaum noch hört, weil andere lauter sind. Vielleicht hast du früh gelernt, dass du falsch liegst, dass Erwachsene, Lehrer, Autoritäten Recht haben und du lieber schweigen solltest. Vielleicht hast du erfahren, dass deine Intuition nicht zählt. Doch niemand kennt deinen Weg so wie du. Kein Buch, kein Rat, kein Blick von außen kann ersetzen, was in dir spürbar ist. Du darfst wieder lernen, dir zu vertrauen, deiner Wahrnehmung, deinem Gefühl. Denn deine Wahrheit hat Bedeutung, auch wenn sie leise ist. Nummer 7. Ich darf nicht wütend sein. Ein Mensch, der seine Grenzen versteckt, weil er gelernt hat, dass Wut gefährlich ist. Vielleicht war Wut bei euch laut oder eisig. Vielleicht wurde sie bestraft oder ignoriert. Also hast du gelernt, sie zu verstecken, zu übersetzen in Rückzug oder in ein Lächeln, das nicht echt ist. Aber Wut ist kein Feind. Sie ist eine Botschaft. Sie zeigt, wo deine Grenzen verletzt wurden. Sie sagt, so nicht. Du darfst ihr zuhören und du darfst lernen, sie zu fühlen, ohne sie zu fürchten. Denn echte Wut zerstört nicht. Sie klärt. Nummer 8. Ich darf keine Bedürfnisse haben. Ein Mensch, der immer für andere sorgt und sich selbst kaum spürt. Vielleicht hast du gelernt, dass deine Wünsche nicht zählen, dass du zu viel bist, wenn du etwas willst. Vielleicht war niemand da, der fragte, was brauchst du gerade? Und so hast du begonnen zu geben, zu leisten, zu helfen und dich selbst dabei vergessen. Aber Bedürfnisse sind kein Zeichen von Schwäche. Sie sind Wegweiser zu dir. Du darfst spüren, was du brauchst
Und du darfst lernen, es dir zu erlauben. Freundlich, ehrlich, ohne Schuld. Nummer 9. Ich falle zur Last. Ein Mensch, der sich ständig kleiner macht, aus Angst, jemandem zur Last zu fallen. Vielleicht hast du gelernt, dass deine Bedürfnisse andere überfordern, dass du lieber schweigen solltest, damit niemand genervt ist, dass Rückzug sicherer ist als Nähe. Dieser Glaubenssatz entsteht oft dort, wo das Kind spürt, meine Existenz ist anstrengend. Nicht, weil es stimmt, sondern weil niemand emotional präsent war. Vielleicht wurde dir vermittelt, du seist empfindlich, kompliziert oder zu viel. Oder du hast beobachtet, wie andere ständig erschöpft waren und wolltest niemandem zusätzlichen Kummer machen. Und so beginnst du, dich zurückzunehmen. Du fragst nicht mehr, du zeigst dich nicht mehr. Du bietest an, statt zu bitten. Und mit der Zeit glaubst du, ich darf niemandem zur Last fallen, sonst verliere ich Zuneigung, Respekt oder Sicherheit. Aber du bist keine Last. Du bist ein Mensch mit Gefühlen, Bedürfnissen, Grenzen. Du darfst Raum einnehmen, nicht um anderen etwas wegzunehmen, sondern um dich selbst überhaupt erst zu spüren. Denn Nähe entsteht nicht durch Anpassung, sondern durch Wahrheit. Nummer 10. Ich bin schuld. Ein Mensch, der immer zuerst sich selbst in Frage stellt, egal was passiert. Vielleicht hast du gelernt, dass Konflikte, schlechte Stimmungen oder der Schmerz anderer irgendwie deine Verantwortung sind. Du hast gespürt, wenn etwas schief läuft, dann lag es an mir. Und so hast du begonnen, Schuld zu übernehmen. Auch dort, wo sie nicht hingehört. Doch Schuld ist oft ein Erklärungsversuch für das Unerklärliche. Ein Weg, Kontrolle zu behalten, wenn die Welt zu groß oder zu hart erscheint. Du darfst loslassen, was nicht deins ist. Nicht alles, was passiert ist, war deine Verantwortung. Manches war einfach nur Schmerz, der keinen Verursacher braucht. Du darfst dich entlasten, Schritt für Schritt. Nummer 11. Ich werde sowieso verlassen. Ein Mensch, der Nähe sucht, aber nie ganz vertraut. Vielleicht hast du erlebt, dass Menschen gehen. Plötzlich oder still. Vielleicht war emotionale Nähe immer wieder verbunden mit Schmerz oder Unsicherheit. Und irgendwann entstand die Überzeugung, wenn ich jemanden liebe, verliere ich ihn. Dieser Glaubenssatz wirkt wie ein unsichtbares Band. Er lässt dich misstrauisch werden, wenn es eigentlich schön ist. Er lässt dich klammern oder fliehen. Aber nicht jeder Mensch geht. Nicht jede Beziehung wiederholt deine Vergangenheit. Du darfst neu vertrauen lernen. Nicht blind, aber offen. Für Verbindung, für Halt, für echte Nähe. Nummer 12. Ich muss Erwartungen erfüllen. Ein Mensch, der ständig fragt, bin ich so, wie ich sein soll? Vielleicht warst du das Kind, das funktionieren musste, das spürte, was von ihm erwartet wurde und sich danach ausrichtete. Vielleicht war da keine echte Wahl, nur Anpassung. Und irgendwann wurde daraus ein Lebensmuster. Erwartungen zuerst, du selbst zuletzt. Aber dein Leben ist kein Bühnenstück. Du musst keine Rolle spielen, um dazuzugehören. Du darfst du selbst sein, auch wenn andere das nicht erwarten. Vielleicht gerade dann. Nummer 13. Ich bin für dein Glück verantwortlich.
Ein Mensch, der sich verausgabt, in der Hoffnung, andere zu retten. Vielleicht hast du früh erlebt, dass die Stimmung von Bezugspersonen von dir abhängt. Wenn du brav warst, war es friedlich. Wenn nicht, wurdest du ignoriert, kritisiert oder bestraft. Und so hast du gelernt, ich muss dafür sorgen, dass es den anderen gut geht. Dann bin ich sicher. Doch du bist nicht verantwortlich für das Innenleben anderer. Du darfst liebevoll sein, ohne dich zu verlieren. Du darfst Grenzen ziehen, ohne kalt zu sein. Und du darfst erkennen, dein Wert hängt nicht davon ab, wie gut es anderen mit dir geht. Nummer 14. Ich darf dich nicht enttäuschen. Ein Mensch, der sich selbst verleugnet, um Erwartungen zu erfüllen. Vielleicht war da jemand, dessen Anerkennung dir alles bedeutete. Vielleicht hast du gespürt, wenn ich nicht tue, was von mir erwartet wird, verliere ich Liebe, Sicherheit, Zugehörigkeit. Und so hast du begonnen, Erwartungen zu erfüllen, auch wenn sie dich selbst verletzt haben. Doch Enttäuschung ist nicht immer ein Bruch. Manchmal ist sie eine Befreiung von einer Illusion, die dir nie gehört hat. Du darfst dich zeigen, wie du bist, auch wenn das andere irritiert, auch wenn es nicht in deren Bild passt. Denn du lebst nicht, um Erwartungen zu bedienen, sondern um dich selbst zu finden. Diese alten Glaubenssätze, sie waren wie Wegweiser in einer Welt, die du als Kind nicht verstehen konntest. Sie haben dich beschützt, auf ihre Weise. Und doch halten sie dich heute zurück. Wie Schatten, die sich nur dann zeigen, wenn du ins Licht trittst. Vielleicht ist jetzt dieser Moment, der Moment, in dem du erkennst, ich bin nicht mehr das Kind, das damals erklären musste, was nicht erklärbar war. Ich bin nicht mehr die Version von mir, die aus Angst geglaubt hat, sie sei falsch, zu viel oder allein. Du darfst neu wählen, nicht aus Trotz, sondern aus Bewusstheit. Du darfst Satz für Satz umschreiben, nicht weil du dich optimieren musst, sondern weil du nach Hause willst, zu dir. Manche Muster lassen sich nicht mit Kampf auflösen, sondern mit einem tiefen Verstehen, einem ehrlichen deshalb habe ich das geglaubt. Und dann mit der leisen, starken Entscheidung. Ich gehöre mir. Ich darf ganz ich sein. Ich darf wachsen. Und ich darf Frieden finden. Dort, wo früher Angst gewohnt hat. Welcher dieser Sätze lebt noch in dir? Welcher hat dich heute berührt, obwohl du dachtest, du wärst längst darüber hinweg? Teile es doch in den Kommentaren. Vielleicht erkennt sich jemand in deinen Worten wieder. Vielleicht beginnt jemand durch dich, sich selbst zu erkennen. Wenn du spürst, dass dich diese Inhalte stärken, dann bleib hier. Abonniere den Kanal. Schön, dass du hier warst. Bis zum nächsten Mal.